Alles für den Müll. Hallo zu Max. Diesmal nicht aus dem Studio, sondern aus dem Wertstoffhof West in Frankfurt Höchst. Hier kann alles abgegeben werden. Bauschutt, Elektromöbel, Akten, alles Mögliche. Und dieses, das ist doch alles nur Müll, das können wir mal schön aus dem Hirn streichen. Denn, wie der Name Wertstoffhof schon sagt, im Müll stecken ganz viele Werte drin und Chancen. Und das wollen wir alles klären in diesem Max-Spezial. Und über allem steht natürlich die große Frage, wie kriegen wir die Leute dahin, noch mehr den Müll zu trennen? Unser Hausmüll, Restmüll, Verpackungsmüll, Papiermüll und Biomüll. Für die einen geht es um die Entsorgung. Die Menschen müssen merken, dass es sich für sie selbst rentiert, wenn sie ihren Müll ordentlich trennen. Wir werfen ihn weg, für uns ist er nichts mehr wert. Und für die anderen geht die Jagd erst los. Es geht um Wertstoffe. Weil wir natürlich immer mehr dahin kommen müssen, Ressourcen zu schonen. Und umsonst geht das nicht. Max will wissen, wer sind Hessens beste Mülltrenner und was machen die besser als andere? Max im südhessischen Eppertshausen. Hier läuft gerade die Restmülltour. Im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen fast schon eine entspannte Angelegenheit. Denn hier im Kreis Darmstadt-Dieburg machen die Einwohner im Jahr 2021 nur 71 Kilogramm Hausmüll pro Kopf. Zum Vergleich, in Frankfurt entstehen 206 Kilogramm pro Kopf oder im benachbarten Landkreis Bergstraße 109. Warum klappt das hier so gut? Weil die Leute halt gut trennen, Bio zu Bio, Restmüll zu Restmüll, Papier zu Papier und halt für jede Tonne, die sie rausstellen, müssen sie halt bezahlen. Die haben 12 Leerungen frei, also bezahlen so oder so. Und was über die 12 Leerungen kommt, wird extra drauf bezahlt. Und deswegen funktioniert das so gut. Stichwort Geld sparen und strenge Kontrollen per Strichcode und Detektoren. Wer hier nämlich nicht richtig trennt, wird erwischt und zahlt Kosten für eine weitere Abholung. Wenn die Tonne dann mal stehen bleibt, wird es auch gerne emotional. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Anwohner irgendein Problem hat, hatte ich so die Situation, dass sich manche von LKWs setzen, Sitzstreik machen, wie die Klimakleber so ähnlich. Und erst weggehen, wenn wir die Mülltonne leeren. Da hilft auch nichts mit Drohungen vom Ordnungsamt oder Polizei. In Eppertshausen werden also Anreize gesetzt. Man spart Geld, wenn man trennt. Max im Kreishaus in Darmstadt. Ohne das geht's nicht, sagt der erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler. Im Prinzip braucht man zwei Säulen. Man hat diesen wirtschaftlichen Anreiz über die Müllgebühren und dann muss man natürlich auch noch Aufklärungsarbeit leisten. Das können nicht wir als Kommunen alleine machen. Das fängt im Kindergarten über die Schule an, bis dann natürlich auch über die Medien, um hier eine gewisse Sensibilisierung der Bevölkerung zu schaffen. Denn Müllentsorgung kostet Geld. Ein Beispiel: Die thermische Verwertung, wenn Müll also verbrannt wird, kostet den Landkreis Darmstadt-Dieburg knapp 200 € pro Tonne. Günstiger wird es beim Biomüll. Den zu Kompost oder Gartenerde zu verarbeiten, nur 107 € die Tonne. Und das Altpapier ließ sich sogar verkaufen, aufgrund des guten Papierpreises in 2022 für ca. 71 € je Tonne. Je günstiger es für den Kreis wird, desto günstiger wird es also für die Einwohner direkt bei den Müllgebühren. Zum einen wollen wir nachhaltig arbeiten und dafür sorgen, dass wir mit Ressourcen schonend umgehen. Das ist der Umweltaspekt, der uns wichtig ist. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch für unsere Bürgerinnen und Bürger niedrige Müllgebühren an dieser Stelle schaffen, um die Menschen nicht weiter zu belasten finanziell. Max im Gespräch mit Professor David Lahner von der Uni Kassel. Er schaut auf unsere Müllsysteme und forscht daran, wie man die noch optimieren kann. Wir wollen von ihm wissen, was funktioniert am System in Darmstadt-Dieburg so gut. Auch er sagt, wie gut eine Kommune Müll trennt, liegt an den Gebühren. Aber wenn das Abfallaufkommen direkt sich in die Kosten für die Abfallwirtschaft übersetzt, dann nehmen Bürgerinnen und Bürger das stärker wahr. Wenn das natürlich sehr stark wahrgenommen wird, dann entwickeln sich auch Strategien, das zu umgehen, indem ich zum Beispiel andere Behälter nutze, bestimmte Restabfallströme in die Wertstoffbehälter umleite. Das heißt, dass Qualitäten zum Beispiel in der getrennten Sammlung dann abnehmen können, weil mehr Restabfall in die getrennte Sammlung geht. Das sind Phänomene, die kann man beobachten. Ja. In Eppertshausen kennt man das Problem, aber hier hilft sogar der Nachbar mit.
kommen Nachbarn zu und sagen, hier, da ist Papier drin, obwohl eigentlich nur Bio ist und so. Und dann verpetzen die sich halt, je nachdem, wenn sie Streit haben. Und dann kommen sie halt zu uns und sagen halt, ja, hier, hör zu, da müssen sie reingucken, da ist zum Beispiel Plastik in der Biotonne. Und dann gucken wir halt auch. Und ja, wenn halt wir was erwischen, bleibt die Tonne stehen. Mülltrennung ist also ein Balanceakt, der auch im Zusammenspiel mit der Ortschaft funktionieren muss. In der Stadt wohnen viele Menschen auf kleinem Raum. In der Anonymität wird öfter schlecht getrennt. Wir wissen, dass viele mitmachen wollen. Das ist jetzt nicht unterschiedlich zwischen Stadt und Land. Nur die Bequemlichkeit ist vielleicht in der Stadt teilweise weniger gegeben für die getrennte Sammlung, weil man eben vielleicht im Haushalt dann nicht 3 oder 4 Behälter aufstellen will, weil es einem ekelt, wenn man mit einem Bioabfall durchs Treppenhaus laufen muss und der fällt einem vielleicht runter, weil der Sack reißt. Solche Dinge spielen da eine Rolle. Max trifft Uwe Pietsch vom Recyclinghof in Lohfelden. Hier ist Bequemlichkeit das Stichwort. Im Landkreis Kassel gibt es eine besondere Kompostierungsanlage, die den Biomüll des Landkreises verarbeitet. Auch hier ist man wieder mit einem Rekord unterwegs. Die größte Biomüllmenge in Hessen mit 190 Kilo pro Kopf. In Frankfurt sind es nur 40 Kilo pro Kopf. Und diese Kunststofftüte aus Maisstärke hat etwas damit zu tun. Das hat insofern mit der Abfallmengenbilanz zu tun, als dass wir diese Biobeutel an die Haushalte verkaufen, 25 Stück auf der Rolle für 1,50 € und die sind komplett biologisch abbaubar. Und das führt dazu, dass die Menschen eher bereit sind, in den Küchen ihre Bioabfälle zu sammeln, in den Vorsortiergefäßen, die bei uns auch bekommen. Und diese Beutel geben sie dann zugeschnürt in die Biotonne. Das hat den Vorteil, die Biotonne ist nicht so schmutzig. Im Sommer hat man nicht so eine hohe Madenbildung und Fliegen dort drin. Was die Tüte angeht, ist er aber vorsichtig. Überall könne man das nicht einführen. Viele Anlagen in anderen Kreisen oder Städten kommen bei der Kompostierung mit dieser Tüte nicht zurecht. Die Gefahr, die Biotüte wird am Ende nicht vollständig abgebaut. Dabei lässt sich sauberer Kompost gut verkaufen. Genauso interessant ist aber das, was in diesen Containern passiert. In Lohfelden ist eine Biogasanlage vorgeschaltet. Aus dem Kasseler Biomüll wird hier wertvolles Gas. Und das wird in der aktuellen Energiekrise immer relevanter. Deswegen wollen wir die Bioabfälle haben, weil wir natürlich damit unseren Beitrag leisten zur Energiewende, zur regenerativen Energie und die Möglichkeit haben, natürlich Ressourcen zu sparen. 725 Haushalte werden aus 32.000 Tonnen Biomüll im Jahr mit Energie versorgt. Am Ende steht da also nicht nur die Bequemlichkeit, man will an die Wertstoffe kommen. Kompost und Gas sind wertvoll. Aus Restmüll lässt sich Energie produzieren und verkaufen. Doch beim Verpackungsmüll stehen wir mit dem Recycling gerade erst am Anfang. Also im Müll steckt ganz viel Potenzial, das wir heben müssen. Und wenn wir das so positiv denken, wer steht denn da weltweit am besten da? Bisher hatte der Titel Müllweltmeister ja überhaupt gar kein gutes Image und das zu Recht. Wer ist eigentlich Müllweltmeister? Das dürfte ein Titel sein, den die meisten Länder ungern tragen. Denn wer viel Müll produziert, muss sich auch viel darum kümmern. Verschwinden tut er nämlich nicht von selbst. In den Staaten der OECD kommt insgesamt eine ganze Menge zusammen. Alle OECD-Länder produzieren um die 726 Millionen Tonnen Haushaltsmüll im Jahr. Das ist das Gewicht von ungefähr 3600 Commerzbank-Towern. Wer ist jetzt also Müllweltmeister? Auf Platz 5 liegt die Türkei mit 34 Millionen Tonnen. Auf Platz 4 Frankreich mit 35. Platz 3 belegt Japan mit 42 Millionen Tonnen. Auf Platz 2 liegt Deutschland mit rund 50 Millionen. Und auf dem ersten Platz die USA mit rund 265 Millionen Tonnen. Tendenz steigend und das, obwohl doch eigentlich mehr wiederverwertet und recycelt wird. Wie passt das zusammen? Das fragen wir jetzt die Nachhaltigkeitsexpertin Professor Erika Graf von der Frankfurt University of Applied Sciences. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Woran liegt es denn, dass dieser private Hausmüll immer mehr wird? Ja, erst einmal hallo natürlich und vielen Dank für die Einladung. Das liegt an mehreren Gründen. Der eine Grund ist sicherlich, dass wir eine steigende Tendenz haben bei Ein-Personen-Haushalten. Also es leben immer mehr Menschen alleine und brauchen demzufolge kleinere Verpackungseinheiten, die eine größere Müllmenge bedeuten. Ein anderer Trend ist, dass mehr und mehr Convenience-Gedanken in Verpackungen einfließen, wie zum Beispiel Ausgusshilfen oder die Wiederverschließbarkeit von Käse- oder Wurstverpackungen.
Und der dritte Trend ist natürlich To-Go-Verpackungen. Immer mehr Haushalte bereiten Essen nicht selbst zu, sondern kaufen fertig gekochtes von Restaurants, das wiederum in Umverpackungen ausgehändigt wird und auch das landet letztlich im Müll. Und dazu kommt ja auch noch dieser Eindruck, dass vermeintlich das Lebensmittel frischer ist, wenn es verpackt ist. Ja, das ist sicherlich auch einleuchtend, wenn man sich vorstellt, dass eben so eine Verpackung mit Käse oder Wurst, die ich dann wirklich zudrücken kann, die Käse und die Wurst länger frisch hält. Oder auch das viel zitierte Beispiel der Gurke, braucht die nun wirklich eine Frischhaltefolie außenrum? Wenn sie länger frisch dadurch bleibt, und das tut sie ein paar Tage, dann kann das natürlich sinnvoll sein, um den Verderb zu verhindern. Genau, dann hat man auf der anderen Seite dann wieder Müllvermeidung und da muss man dann die Kröte schlucken mit dem Müll und dem Plastikmüll. Wir haben ja gerade eben gesehen, entweder Leute ja bestrafen durch höhere Müllgebühren oder belohnen. Aus Ihrer Sicht, was funktioniert da besser? Ja, wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass grundsätzlich Belohnen besser funktioniert als Bestrafen. Nun ist es natürlich schwierig, bei Mülltrennung das auf den Einzelnen festzustellen und da entsprechende Belohnungen ausgeben zu können. Aber man kennt auch aus der Verhaltensforschung das Konzept oder die Idee des Nudgings, also Leute in eine Richtung schubsen. Das könnte vielleicht bei Müllentsorgung so aussehen, dass man mit dem Abfallkalender, den jeder Haushalt jedes Jahr bekommt, einen kleinen Vergleich beifügt und sagt, die Städte und Regionen in ihrer Nachbarschaft haben haben einen Recyclinganteil von x%. Vergleichbare Regionen oder Städte liegen bei einem Prozentsatz, der vielleicht niedriger ist. Machen Sie mit und beteiligen Sie sich, dass unsere Recyclingquote sich verbessert. Also der Challenge-Gedanke. Spannend, danke soweit. Wir reden gleich weiter. Ja, es ist ja eben schon angeklungen, im Müll stecken ganz viele Rohstoffe, ganz besonders in den gelben Säcken und in den gelben Tonnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es hochmoderne Sortieranlagen gibt. Denn dort entscheidet sich dann, was noch gebraucht werden kann und was eben nicht. Gesammelt, sortiert, recycelt, verbrannt. Ich denke, das hatte vor allem auch mit der Wohlstandsgesellschaft zu tun. Wenn die Müllklappe zugeht, geht es für eine riesige Branche gerade erst los. Wir wissen alle, der Rohölpreis, der geht eher nach oben statt nach unten. Max ist dem Abfall auf der Spur. Was passiert mit unserem Müll und wer verdient hier eigentlich mit? Max bei Milo in Gernsheim. Hier in der Sortieranlage werden 120.000 Tonnen an Leichtverpackungen jährlich sortiert. Der Müll kommt aus Hessen, dem Norden Bayerns und Baden-Württemberg. Hier kommen Leichtverpackungen an aus dem Radius ungefähr 100 Kilometer. Leichtverpackungen, alles das, was im gelben Sack oder der gelben Tonne oder in manchen Städten auch die Wertstofftonne ist. Manuel Götz ist hier der Betriebsleiter. In seiner Anlage dreht es sich ausschließlich um Verpackungen, Kartonagen, Plastik, Aludosen. Auf der linken Seite sehen wir viele gelbe Säcke. Das ist eher ländliches Material. Für uns persönlich ist natürlich die Sacksammlung immer lieber, weil in einem Sack, da kann ich nicht den toten Hund, die alte Autobatterie oder die Abbruchabfälle reinwerfen, weil der Sack, der reißt irgendwann. Plus in der ländlichen Sammlung, da stelle ich meinen Sack auf die Straße und da habe ich den Nachbar, der auch nochmal kontrolliert, ob ich vernünftig getrennt habe. Das habe ich im städtischen Bereich alles nicht. Da ist die Anonymität. Die Sortieranlage in Gernsheim ist das Produkt deutscher Mülltrenngeschichte. Den Müll trennen wir nämlich erst seit den 60er Jahren. Vorher ist alles auf Deponien gelandet, eine Belastung für die Umwelt. Die Trennung musste her. Glas, Altpapier, Restmüll. In den 1990ern dann die kleine Revolution, die Trennung von Verpackungsmüll. Mit dem grünen Punkt wurde das sogenannte duale System eingeführt. Jeder, der Verpackungen produziert, muss auch für die Entsorgung zahlen. Die Kosten dafür versteckt in der Wurstpackung. Am Ende zahlen wir die gelbe Tonne also schon an der Supermarktkasse. Max an der Uni Kassel. Professor David Lahner beschäftigt sich mit Ressourcenmanagement und Abfalltechnik. Warum ist dieses System überhaupt entstanden? Es waren immer mehr werthaltige Materialien im Abfall vorhanden. Und das bietet natürlich einen Anreiz, die auch möglichst von Beginn an getrennt zu sammeln, um sie möglichst vollständig wieder in eine Verwertung bringen zu können.
Heute verursacht jeder Hesse im Jahr gut 280 Kilogramm pro Kopf an verwertbaren Abfällen, also Papier, Glas, Holz, Metall oder Kunststoffe. Insgesamt 1,7 Millionen Tonnen Müll, der recycelt werden kann. Recycling heißt allerdings nicht, dass aus dem Joghurtbecher wieder ein neuer wird. Aus den meisten Verpackungen werden sogenannte Rezyklate hergestellt. Für neue Verpackungen, wie bei Spülmitteln, reichen sie aus. So wird das alte Plastik wieder wertvoll. Es ist so, dass mittlerweile vom Marketing entdeckt wurde, dass wenn auf der Verpackung steht, ich bin aus recyceltem Kunststoffen, dass das ein Marketinggrund ist, dass wir heutzutage nicht mehr das Bling-Bling brauchen, sondern wenn auf der Verpackung steht, ich bin recycelt, gut zu recyceln oder aus recycelten Kunststoffen gemacht, dann ist das mittlerweile ein Grund, dass der Haushalt sagt, hey, die Verpackung oder das Produkt, das kaufe ich. Und das rentiert sich. Für HDPE, also hartes Polyethylen, bekommt man um die 550 € die Tonne. Da sprechen wir jetzt wirklich von einem Wertstoff, mit dem man nicht nur dann einfache Produkte, die Parkbank machen kann, sondern mit dem man dann auch aus den alten Flaschen die neuen Flaschen machen kann. Aber Plastik ist nicht immer gleich wertvoll. Er hängt vom Ölpreis ab. Billiges Öl bedeutet auch billiges, frisches Plastik für die Verpackungsindustrie. So werden nur rund 60% der Kunststoffabfälle stofflich verwertet, also etwas Neues wird daraus. Die anderen 40% werden verbrannt. Unabhängig davon, zu was die Verpackungen werden, beides zählt als Recycling. MEX beim Müllheizkraftwerk in Darmstadt. Hier werden jährlich rund 200.000 Tonnen Müll verbrannt. Dort kommt vor allem unser Restmüll an, also der Müll, den wir nicht trennen. Dazu kommt auch Sperrmüll oder Gewerbeabfälle, erklärt Julia Klinger. Also von hier aus werden ja die 3 Einfülltrichter von den 3 separat laufenden Linien mit Abfall befüllt. Der Abfall fällt dann runter in die Verbrennungskessel und brennt dort bei ungefähr 1000 Grad für eine ganze Zeit aus. Wir nutzen die thermische Energie, die sich in dem Abfall befindet, um Strom und Wärme zu erzeugen. In Darmstadt werden so rund 35.000 Einwohner mit Strom versorgt. In erster Linie gehe es hier aber darum, Müll zu beseitigen. Wir sind eine Entsorgungsanlage. Unsere Aufgabe als Müllheizkraftwerk ist die möglichst schadstoffarme Entsorgung des Restabfalls. Das heißt, alles, was wir zusätzlich damit noch machen, Strom erzeugen und Wärme erzeugen, das ist quasi ein Abfallprodukt aus dem, was wir tun. Wie kommt es aber dazu, dass Plastik, das wir trennen, am Ende doch verbrannt wird? Plastikabfälle sind manchmal voll mit Stoffen, die schon lange verboten worden sind. Es macht also durchaus auch Sinn, gewisse Ströme auszuschleusen aus dem Recyclingkreislauf und die stattdessen in die finale Entsorgung zu bringen. Dazu kommt ein weiteres Problem. Anlagen wie die in Gernsheim gehören zu den modernsten Sortieranlagen Europas. Trotzdem kommen hier knapp die Hälfte der Verpackungen in die Verbrennung. Der einfache Grund: viele Verpackungen sind Gemische, also unterschiedliche Kunststoffe, die sich nicht so einfach trennen lassen. Je besser also zu Hause getrennt wird, desto hochwertiger ist das Recycling und desto lukrativer das Geschäft. Es gäbe aber auch einen weiteren Gewinner. Wir wissen alle, dass wir in 20 Jahren mehr Kunststoffe im Meer haben, als wir Fische haben. Und das heißt, das muss schon Hand in Hand miteinander funktionieren. Das Zauberwort der Stunde lautet Kreislaufwirtschaft, also Materialien, die wir wegwerfen, wieder zu verwenden, sodass schlechte Abfälle gar nicht mehr erst entstehen. Das funktioniert an manchen Stellen schon, etwa bei PET oder der klassischen Glasflasche. Wir können dadurch Emissionen reduzieren, wir können natürliche Ressourcen schonen und wir können Wertschöpfungsketten regional gestalten. Und das sind alles Dinge, die für uns als Gesellschaft wichtig sind, dass wir uns mit Ressourcen versorgen können, dass wir dabei die Umwelt nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Die Trennung von Müll ist also am Ende eine komplizierte Frage. Denn heute muss sie noch abgewogen werden. Ist sie ökonomisch oder ökologisch sinnvoll? Und wer trägt die Verantwortung?
Müll trennen in Deutschland dürfte für die meisten Menschen selbstverständlich sein. Restmüll, Verpackungsmüll, Papiermüll, Biomüll und draußen steht der Glascontainer. Tatsächlich machen wir das aber noch gar nicht so lange. Erst als der Müll zum Wertstoff wurde, ging es mit der Trennung richtig los. Mit der Einführung des grünen Punkts und der deutschen Verpackungsordnung von 1991. Und mittlerweile ist Deutschland Mülltrennungs-Europameister. 70% unseres Mülls wird recycelt oder kompostiert. Auf Platz 2 liegt Bulgarien mit 65%. Auf Platz 3 Österreich. Den letzten Platz in der EU belegt Rumänien mit 11%. Hier muss man aber genau sein. Recycling kann auch bedeuten, dass der Müll einfach in einem Müllheizkraftwerk verbrannt und daraus dann Strom erzeugt wird. Dazu hängt die Recyclingquote von vielen Faktoren ab. Sind die Materialien richtig getrennt worden oder lohnt sich das Recycling überhaupt? In Städten ist die Quote zum Beispiel oft niedriger, weil es weniger Kontrollen gibt. Das klappt auf dem Land besser. Auf dem Land klappt's besser. Die Nachhaltigkeitsexpertin Professor Erika Graf ist noch bei uns. Wieso landet in der Stadt so viel mehr im gelben Sack oder in der gelben Tonne, was da nicht reingehört? Schlechter informiert sind sie in der Stadt ja nicht. Ja, in der Tat ist Mülltrennung nicht einfach. Wir sind zu einem großen Teil in dieses System hereingewachsen, haben es gelernt über Jahre hinweg. Und in Städten haben wir doch einen großen Anteil von Menschen, die vielleicht unterschiedliche Sprachkenntnisse haben und nicht hier noch nicht lange leben. Das kann eine Erklärung dafür sein. Und es ist aber auch ein bisschen kompliziert. Also wenn man irgendwie auch drauf schaut, hier auf die gelbe Tonne, es heißt doch immer, Joghurtbecher, da muss der Deckel ab. Aber hier ist er ja noch drauf. Ja, also grundsätzlich sind Piktogramme natürlich zu begrüßen, weil sie eher verständlich sind für Menschen auch mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen. Das ist ja bei allen Tonnen hier ganz gut gelöst, aber das erklärt natürlich noch nicht alles. Und das ist ein gutes Beispiel mit dem Joghurtbecher. Die Sortieranlage kann mit dem Becher nichts anfangen für Plastikrecycling, wenn die Alufolie noch oben dran hängt. Sie kann sortieren nach Farben oder nach Kunststoffarten, aber sie kann eben die Alufolie nicht von dem Becher abreißen. Aber ist diese ganze Trennungsgeschichte nicht irgendwie viel zu kompliziert? Es ist kompliziert, ja, das stimmt. Und es wird natürlich auch in der Richtung geforscht, inwieweit man einheitliche Plastikarten oder einheitliche Verpackungsmöglichkeiten verwenden kann. Aber da liegt noch viel Arbeit in der Forschung bei der Materialwirtschaft. Und es ist doch auch kontraproduktiv. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ach, im Endeffekt wird doch eh alles verbrannt. Ja, das ist natürlich ein besonders tragischer Irrglaube, weil Einstellungen unser Verhalten beeinflussen. Also wenn ich glaube, dass es sowieso verbrannt wird und es gar nichts bringt, dass ich es trenne, werde ich das auch nicht tun oder mir gar keine Mühe geben. Also das ist natürlich wirklich ein besonders großes Missverständnis, dass das so ist. Wie ist das mit der Wirtschaft? Denken die schon um? Weil das ist ja ein großer Kostenfaktor, Müll. Also es kommen neue Verpackungsgesetze auf die Industrie zu und es gibt kaum ein Unternehmen, was in dem Bereich nicht forscht. Nun haben es natürlich Unternehmen, die keine Lebensmittel verpacken oder Unternehmen, die nicht in der Kosmetikbranche tätig sind, einfacher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Putz- und Reinigungsmittel denke, dann kann ich natürlich Stoffe wiederverwenden, Rezyklatstoffe wiederverwenden und muss mir keine Sorgen darüber machen, ob das möglicherweise gesundheitsschädlich ist, wenn ich damit in Kontakt komme. Über Rezyklate reden wir gleich auch noch. Machen wir kurz einen Stopp hier und sprechen gleich weiter. Ja, was wir Verbraucher und Verbraucherinnen tun können, ist das eine. Aber der ganz große Brocken, den produziert die Baubranche. Alles, was bei der Bausanierung anfällt, das ist das 5-fache zum Hausmüll. Und ein großer Teil davon geht ins Ausland. Wenn in Hessen jemand Müll macht, freut sich ein Kraftwerk in Rotterdam. Und wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, es zu Firmen zu bringen, die das aufbereiten, musst du gucken, wo bringst du es hin. Manche Arten von Müll machen an Landesgrenzen schon lange keinen Halt mehr. Wir müssen sicherstellen, dass Abfälle, die ins Ausland gehen, auch tatsächlich recycelt werden. Max will wissen, was passiert mit unserem Müll, wenn er im Ausland landet und wie kommt er dahin? Max auf der Witzenhäuser Straße in Kassel. Hier wird gerade eine Fernwärmeleitung verlegt. Auf den ersten Blick hat eine Baustelle wenig mit Müll zu tun. Der Schotter, der da drunter ist, die ganzen Schichten, das wird alles von einem Institut verprobt und wird in die verschiedenen Gefahrenklassen eingestuft.
Und je nachdem, ob das belastetes Material ist oder nicht, wird es verschieden gelagert. Oder eben, wenn es sehr hoch belastet ist, das gibt es auch, muss es auf extra Deponien gebracht werden. Anne Fenge ist Bauunternehmerin. Ihre Branche verursacht im Jahr 230 Millionen Tonnen Abfälle. Zum Vergleich, bei Haushalten kommen wir auf insgesamt 50 Millionen Tonnen. Die großen Mengen Schutt müssen also irgendwo Platz finden. Und der wird in Hessen momentan knapp. Die Deponien sind an ihren Grenzen, sagt Anne Fenge. Die nehmen dir auch dann nicht alles ab, weil sie sagen, das ist jetzt eigentlich nicht doll genug belastet. Dann müssten wir so viel zahlen, weil wir ja Kapazitäten denen wegnehmen. Ihr müsst eine andere Lösung finden. Und wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, es zu Firmen zu bringen, die das aufbereiten, musst du gucken, wo bringst du es hin. Was ist hier los? Die Exportmengen für Abfall sind 2017 deutlich gestiegen. Der Grund? Eine Gesetzesänderung hat es verboten, belasteten Straßenaufbruch wiederzuverwenden. 2021 gingen die Exporte wegen der Corona-Krise aber zurück. Wo ging der Schutt hin? Mit dem Schiff nach Rotterdam. Dort wird der Baustellenabfall sicher verbrannt und Strom daraus erzeugt. Dann musst du weit gehen. Also wir haben auch im Harz ist zum Beispiel, im Ostharz ist eine Deponie, die Bauschutt nimmt. Das ist halt auch weit. Ja? Das sind 250 Kilometer eine Strecke zu der Deponie. Und dann, wenn es eben gar nicht geht, dann ist eben diese Möglichkeit mit Holland, mit diesen thermischen Aufbereitungen. Was könnte man also tun? Hier lautet das Zauberwort Kreislaufwirtschaft. Der Schutt, der hier entsteht, könnte in Deutschland wiederverwertet werden. Vorausgesetzt, er wird von Schadstoffen befreit. Aber es gibt Hindernisse, sagt Helena Fischer vom Bauindustrieverband Hessen-Thüringen. Man hat natürlich Angst, dass es in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen haben kann auf die Umwelt. Also sei es jetzt das Gewässer oder etwaige Bodenveränderungen, die damit einhergehen können. Auftraggeber wie Kommunen schrecken also davor zurück, recycelte Rohstoffe zu verwenden, auch weil sie teurer sind als neue. Die Kommunen haben natürlich auch einen Haushalt und damit müssen die auch sparsam umgehen. Es gibt derzeit noch keine Vorgaben, dass zum Beispiel Nachhaltigkeitsaspekte bei der Vergabe mit einbezogen werden. Und solange natürlich die Kommunen nur letztlich auch verpflichtet sind, sparsam damit umzugehen, wenn der Primärrohstoff da immer noch günstiger ist, wird so lange auch nichts passieren. Bauschutt findet also deswegen seinen Weg ins Ausland, weil er recycelt in Deutschland noch nicht so oft gebraucht wird. Max beim Abfallexperten David Lahner. Er sagt, der Import und Export von Müll ist ganz normal. Es mache nicht immer Sinn, eigene Recyclinganlagen in Deutschland zu haben. Gerade beim Bauschutt muss erstmal eine bestimmte Menge zusammenkommen, damit sich eine Verwertung rentiert. Dieses Prinzip der Konzentration und Verwertung in Produktionsanlagen, das macht vor Ländergrenzen halt auch nicht Halt. Das heißt, es gibt Industrien, die versorgen sich zum Beispiel mit Altholz besser aus dem benachbarten Ausland. Ein Stück weit ist das ein völlig natürlicher Prozess, der in einem offenen Markt einfach passiert. Relativ gesehen zur gesamten Müllmenge in Deutschland werde aber recht wenig exportiert, sagt er. Meistens hat man die Kunststoffabfälle dann im Blick mit relativ hohen Störstoffanteilen, die in der Vergangenheit auch immer wieder mal im Ausland gelandet sind und nicht verwertet wurden, sondern dort auf eine Deponie gingen oder noch schlimmer, oder das bedeutet meistens dass die dann irgendwann in der natürlichen Umwelt landen oder im Meer. Was am Anfang aussieht wie ein hessisches Phänomen, ist eigentlich ein globales, vor allem wenn man sich die Wege von anderen Abfallarten anschaut. Zuletzt hat darauf die ARD-Doku Die Recycling-Lüge aufmerksam gemacht. Sie berichten in der Dokumentation darüber, dass europäischer Verpackungsmüll illegal nach Südostasien gelangt und dort, statt recycelt zu werden, einfach verbrannt wird. Tatsächlich exportierte Deutschland im Jahr 2020 rund 766.000 Tonnen Kunststoffabfälle. Insgesamt sind hierzulande 6,5 Millionen Tonnen Verpackungsmüll angefallen. Deutschland exportiert also gut 12% seiner Verpackungen ins Ausland. Max in Bad Homburg bei Mara Hanka von der Industrievereinigung Kunststoffe. Hier hat man sich nicht über die Dokumentation gefreut. Sie sagt, die Doku suggeriere, Verpackungsmüll trennen mache keinen Sinn. Echtes Recycling gebe es nicht.
Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also es kann nur recycelt werden, was auch sauber getrennt wird. Und wir müssen noch besser trennen, als wir es bisher machen, statt zu resignieren. Denn tatsächlich ist es so, dass 30, 40, teilweise bis zu 50% Fehlwürfe im gelben Sack landen oder aber Produkte, die wir recyceln könnten, in der Restmülltonne und damit dann eben in der energetischen Verwertung. Trotzdem, sie sagt, die Recherchen der Dokumentation zeigen uns, dass wir etwas ändern müssen. Illegale Verbrennungen dürfe es nicht mehr geben. Die Lösung sei besseres Recycling, und zwar schon in Deutschland. Wir müssen sicherstellen, dass Abfälle, die ins Ausland gehen, auch tatsächlich recycelt werden. Und wenn wir das nicht sicherstellen können, dann sind wir gut beraten, unsere Abfälle auch bei uns zu behalten und uns selber darum zu kümmern. Aber wer fängt damit jetzt an? Wir als Verbraucher haben die einfache Möglichkeit, gut zu trennen. Und dann gibt es da noch die Politik. Ab Juli schreibt die EU Verpackungsherstellern einen Mindestanteil von sogenannten Rezyklaten in ihren Produkten vor. Außerdem müssen sie bis 2030 Verpackungen recycelbar machen. Es gibt aber noch einen anderen Hebel. Eine Idee wäre, dass Unternehmen ihre eigenen Recycling-Systeme auch im Ausland etablieren. Also nicht nur die Verpackung, sondern gleich die ganzen Anlagen exportieren. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass ich das Produkt ins Ausland bringe und gleichzeitig mir eine Ressource erschließe, indem diese Verpackung dann auch wieder zurückkommt, also nicht zurück nach Deutschland, aber dann dort in dem Land wieder verwertet wird, dann tut sich ja auch eine weitere Markt- und Geschäftsoption definitiv auf. Was bei uns zu Hause in der Mülltonne startet, wird zu einem globalen Problem. Lösbar wird es dann, wenn Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten. Was für uns Abfall ist, ist für die anderen bares Geld wert. Sogar so viel, dass er in der ganzen Welt gehandelt wird. Eine ARD-Doku hat aufgedeckt, deutscher Müll wird illegal in Malaysia verbrannt. Recycling sei eine Lüge. Wie kommt es dazu? Abfall findet am Anfang erstmal zwei Wege: die Deponie oder die Verwertung. Verwertung heißt dann, dass es verbrannt wird und daraus Energie gewonnen wird oder dass aus altem Plastik wieder Neues entsteht. Laut Zahlen des Umweltbundesamtes wird 99% unseres Verpackungsmülls verwertet. Aus rund 46% wird ein neues Produkt, zum Beispiel Granulat, das sich weiterverkaufen lässt. 53% wird verbrannt und zu Energie. Was ist das Problem? Nicht alle Arten eignen sich dafür und die ordentliche Trennung ist zu teuer. Die Folge: gutes verwertbares Plastik bleibt in Deutschland, schlechtes landet häufig im Ausland. Hier entsteht das Problem. Ein Teil davon gelangte in der Vergangenheit nach Südostasien. Dort lockten Firmen damit, das Plastik gegen Bezahlung ordentlich zu recyceln. Deutsche Firmen waren froh, Abnehmer gefunden zu haben. In Wahrheit kam es aber häufig dazu, dass es illegal verbrannt wurde, ohne daraus Energie zu gewinnen. Tja, illegales Verbrennen im Ausland kann ja nicht die Lösung sein. Was sagen Sie? Ja, wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von modernen Müllheizkraftwerken, die den großen Vorteil haben, dass der Müll, der entsteht, eben verwenden, um Energie, sprich Strom und Wärme zu erzeugen, die wir ja nun wirklich dringend brauchen. Im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, hier muss die Kohle erst abgebaut werden und sie ist auch emissionsintensiver, die Verbrennung von Kohle, als die der Müllheizkraftwerke, wo sehr viel investiert worden ist, eben um die Abgase dort auch entsprechend zu reduzieren und zu filtern. Im Grunde ja komplett verschenkte Energie, wenn im Ausland dann verbrannt wird. Wir haben ja gerade eben gesehen, die Verpackungshersteller, die müssen seit Juli einen Mindestanteil von Rezyklat, also wiederverwertetem Plastik, wiederverwerten in ihren Produkten. Ist das genau der richtige Weg und reicht das? Also da ist so die Schwierigkeit, dass es eben noch nicht genug hochwertiges Rezyklat gibt. Bei PET-Flaschen ist das recht gut gelungen, weil die auch separat eingesammelt werden. Es sind durchsichtige Flaschen und Lidl hat ja zum Beispiel gezeigt, dass sie das mittlerweile zu 100% hinbekommen. Bei anderen Plastikarten, man sagt, wenn es nicht mit Lebensmitteln oder in Kosmetik in Verbindung kommt, ist es eher problematisch. Aber bei Produkten wie Kühlschränken oder Spülmaschinen lässt es sich eher bedenkenlos verwenden, um zum Beispiel das Plastikgehäuse herzustellen.
Aber dennoch stellt sich hier die Frage, würde man den Kühlschrank oder die Spülmaschine kaufen, wenn das Plastikgehäuse außen nicht wirklich rein weiß ist, sondern graue Schlieren enthält. Und diese Sortierung eben nach Farben und nach Kunststoffarten ist immer noch eine Herausforderung für die Mülltrennung. Da müssen wir Verbraucher dann wahrscheinlich auch umdenken. Da muss es dann halt auch mal Schlieren im Kühlschrank geben, wenn das besser für die Umwelt ist. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wir werden ja wahrscheinlich weiter immer noch Müll produzieren. Aber werden wir das dann vielleicht mal 100% auch alles recyceln können? Also ob wir das erreichen können, das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber ich weiß, dass die Industrie oder die Markenhersteller sehr viel Energie darauf verwenden, hier wirklich zu forschen. Es beginnt nicht erst bei der Sortierung oder Trennung von Müll, sondern es beginnt eigentlich schon bei der Produktentwicklung zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, damit es am Ende sehr gut eben wiederverwendbar ist. Und um nur ein Beispiel zu nennen, Eckes Granini hat ihre PET-Flaschen mit einer Glasbeschichtung innen versehen, um sicherzustellen, dass es auch wirklich geschmacksneutral ist. Und offensichtlich lässt sich diese Glasbeschichtung im Recyclingprozess auch rückstandsfrei wieder herauswaschen. Sagt Professor Erika Graf, viel erfahren. Danke, dass Sie da waren. Ja, ganz anders gedacht, in die andere Richtung ist völlig vom Plastik wegzukommen und andere Alternativen zu suchen und zu finden. Und da kommt das gute alte Glas wieder ins Spiel. Mitten im Meer zwischen Hawaii und den USA schwimmt ein riesiger Haufen Plastikmüll. Aufgrund der Strömung konzentrieren sich hier alle möglichen Plastikarten. Auf einer Fläche, die ungefähr 4-mal so groß ist wie Deutschland, fließt also Müll umher und die ökologischen Schäden gleich mit. Schätzungen sagen, dass jedes Jahr rund 86 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Ozeanen landen. Die Lösung ist, Plastik vermeiden, so gut es geht. Für viele Dinge dürfte Plastik unverzichtbar bleiben. Als Isolierung, um Energie zu sparen, aber auch in der Medizin, weil es hygienisch ist. Alternativen für Plastik im Alltag gibt es viele. Und einige davon kennen wir aus der Vor-Plastik-Ära. Eine Alternative ist sogar wieder gerade im Trend. In Deutschland steigt seit einigen Jahren der Umsatz mit Glasflaschen. Bisher zwar nur marginal, aber hier gibt es einen Vorteil. Altglas lässt sich gut recyceln. Die Recyclingquote liegt hier bei 84%. Für Abfallprobleme brauchen wir vielleicht also nicht immer nur nach Lösungen zu suchen. Manchmal sind sie schon längst da. Oft bleibt das aber eine Frage der Kosten. Glasflaschen sind teurer als Plastikflaschen. Aber irgendeine Kröte muss man ja nun schlucken, wenn es vorangehen soll. Und das könnte Glas statt Plastik sein, auch wenn es teurer ist. Handel und Verbraucher müssen dann halt nur mitziehen. Aber es kann nicht sein, dass diese ganz großen Plastikteppiche im Meer immer größer werden. Und in hessischen Ackerböden, da sieht es ähnlich aus wie im Meer. Plastikmüll in der Natur findet sich nicht nur in den Weltmeeren. Sie bringen Plastikmüll zu Hause in den Kreislauf. Auch in Hessen finden wir eine Menge Plastik in unserer Umwelt und wir haben es dahin gebracht. Also das Mikroplastik, was jetzt im Boden ist, bleibt da. Mex in Mittelhessen. Auf diesem Hof forscht die Uni Marburg seit Jahrzehnten an Ackerböden. Hier wurde vor 30 Jahren testweise sogenannter Klärschlamm aufgebracht. Ein Abfallprodukt aus Kläranlagen, der sich gut als Dünger eignet. Mit dem Dünger kam aber auch der richtige Müll auf den Boden, Plastikmüll. Vieles findet man eben mit bloßem Auge. Hier so schwarze so Kabelreste. Und das sind jetzt alles Sachen, die zum Teil eben bei dem Versuch damals über Klärschlamm vor 30 Jahren eingebracht worden sind. Und die finden sich noch heute eben über so einen langen Zeitraum. Und sie werden auch verlagert. Der zentrale Eintragsbereich war hier oben, aber wir finden auch Plastikartikel da unten. Und deswegen wird auch das quasi über die Bodenerosion auch weiter vertragen in andere Bereiche. Teile davon haben wir also vor 30 Jahren die Toilette runtergespült. Und das ist nur das Plastik, das man sehen kann. Peter Schäflath ist Geograf an der Universität Marburg. Er untersucht die Böden und forscht daran, wie viel Plastik wirklich in einem Ackerboden drinnen ist. Im Acker befindet sich nämlich auch eine große Menge Mikroplastik. Eine Schätzung vom Naturschutzbund: Pro Jahr gelangen um die 13.000 Tonnen Plastik in den Boden.
Den Großteil macht der Klärschlamm mit ca. 8000 Tonnen im Jahr aus. Dazu kommen mit Plastik umhüllte Düngemittel, Kompost oder Folien und Netze. Wir wissen das noch gar nicht so lange. Erst 2016 hat man angefangen, den Anteil von Plastik im Boden richtig zu messen. Ich denke mal, in den letzten 50 Jahren oder seitdem das Plastik im Boden ist, war es uns egal. Genau, weil wir es nicht wussten. Also wir wussten vielleicht, dass ein bisschen was da liegt, was wir jetzt auch sehen, aber das stört uns nicht. Das ist immer irgendwo, liegt immer rum. Aber jetzt wissen wir eben durch die neuen Forschungen, dass das Plastik sich weiter verlagern kann. Dass es nicht im Boden bleibt, sondern über die Pflanze weiter in unsere Nahrungskette gelangen kann. Und deswegen sollten wir uns jetzt damit beschäftigen. Das ist der Grund. Plastik kommt also über Klärschlamm auf den Acker. Der Klärschlamm ist ein Abfallprodukt von Klärwerken oder anders gesagt, er kommt ganz direkt von uns Menschen. Wie kommt da aber Plastik rein? MEX auf Ursachenforschung im Klärwerk in Gießen. Das Klärwerk reinigt das Wasser von rund 300.000 Menschen. Eine der größten Kläranlagen in Hessen. Hinten sieht man jede Menge Hygieneartikel vorbeischwimmen. Allein diese erste Reinigungsstufe, der Rechen, hier in Gießen holt 1250 Tonnen Hygieneartikel im Jahr aus diesem Wasser heraus. Ja? Und diese Hygieneartikel sind halt eben nicht Toilettenpapiere oder sowas. Das sind eben diese Feuchtetücher, die man hier sieht, oder auch Damenbinden oder auch das berühmt-berüchtigte OB ohne Binde, ja, eben ein Tampon genannt. Das schwimmt hier alles hinein. Alles das gehört eigentlich nicht in die Toiletten. Das weiß eigentlich auch jeder, aber wie Sie hier sehen, auch live, schwimmt es ja auch vorbei. Und das ist nicht alles, erklärt Thomas Becker von den mittelhessischen Wasserbetrieben. Gerade kommt eine Ladung Abwasser von sogenannten mobilen Toilettenkabinen an, also Dixie-Klos. Alles, was die Menschen hier reinschmeißen, kommt auch im Klärwerk an. Aber auch aus dem normalen Haushalt heraus findet Plastik seinen Weg hierher. Sie bringen Plastikmüll zu Hause in den Kreislauf, so will ich es mal sagen, über allein ihre Wäsche von eben synthetischen Stoffen. Die da heißen Polyester, Plüsch, gibt es ein paar von. Hier genau diese Sachen, die wir anhaben, diese Outdoor-Klamotten oder Elastan im Sinne von Bademoden und, sind alles synthetische Stoffe, die aus chemischen, plastischen Fasern bestehen. Und bei jeder Wäsche geht natürlich hier was verschüttet. Wie landet das Plastik im Boden? Der Klärschlamm ist das, was bei der Reinigung von Abwasser übrig bleibt. 95% des Plastiks bleibt in diesem Schlamm hängen. Dieser Schlamm kann dann wegen seines hohen Phosphatgehaltes auf Äckern ausgebracht werden. Er wirkt da wie Dünger. Umweltschädliche Stoffe werden aber so mit auf den Boden aufgetragen. Das soll aber bis 2032 verboten werden. Trotzdem dürfen dann Gemeinden immer noch Klärschlamm aufbringen, wenn sie unter einer Grenze von 50.000 Einwohnern liegen. In der Kläranlage in Gießen wird der Klärschlamm schon nicht mehr auf die Äcker ausgebracht, sondern in die Verbrennungsanlage geschickt. Aber bis 2032 muss sich auch hier etwas ändern. Klärschlamm muss in Zukunft so verbrannt werden, dass der Dünger nicht verloren geht. Heißt also, die Aschen, die bei der Verbrennung, in dem Fall einer Monoverbrennung, entstehen, werden genommen, werden aufgearbeitet und zu einem, ich will mal sagen, Mineraldünger verarbeitet, welcher auch ausrieselungsfähig ist. Und dann kommt es tatsächlich auch wieder auf die Felder, weil das Phosphat und den Stickstoff, alles die guten Stoffe, die drin sind, können wir ja noch gebrauchen. Aber dann eben reduziert um das Mikroplastik und um die anthropogenen Stoffe. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation. Der wertvolle Dünger bleibt erhalten und das Plastik ist immerhin verbrannt. Aber bis das zur Pflicht wird, sind es noch 10 Jahre hin. Was passiert mit dem Plastikmüll, der jetzt schon im Boden ist? Wir werden ihn immer finden, das Plastik hier. Also das Mikroplastik, was jetzt im Boden ist, bleibt da. Also wir können da nichts mehr tun. Wir können nur noch tun, dass zukünftig nichts mehr dazu kommt. Eben, dass wir gucken, dass in den Klärschlamm oder kein Kunststoff mehr ist oder in den Düngemitteln kein Kunststoff mehr ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel Spargel anbauen, dass wir da mit den Plastikfolien, die sich dann quasi aufreißen, dass die eingesammelt werden. Das könnten wir tun. Der Blick muss nach vorne gehen und wir alle können dafür sorgen, dass nicht noch mehr Plastik in der Umwelt landet.
Und das kann ja nicht das Ziel sein. Also fassen wir zusammen. Der Müll ist eine Bürde und eine Chance zugleich, aus der wir ganz viel machen können. Und Deutschland ist der Weltmeister im Mülltrennen. Da ist noch ganz viel möglich. Das war unser MEX Müll Spezial. Nächste Woche gibt es uns wieder. Ich freue mich auf Sie.